Dieses System heißt freie Privatstadt. Im Grunde wird hier nur der Dienstleistungsgedanke, den wir vom Markt her kennen, auf das Zusammenleben übertragen. Wir nehmen einfach die Hauptelemente des freien Marktes, also der freiwillige Leistungstausch, das Recht, Angebote auch abzulehnen und der Wettbewerb als Qualitätsfilter, als Entdeckungsverfahren und als Entmachtungsmittel. Der Betreiber muss ein ordentliches Produkt abliefern, sonst verlassen ihn seine Kunden und er geht in die Insolvenz. Das ist eine Sache, die hört sich radikal und utopisch an, ist es aber nicht. Wir kennen das aus dem Zivilbereich schon, wenn wir einen Dienstleistungsvertrag abschließen. Sei es der Bäcker, wo wir ein Brötchen kaufen, der Steuerberater, mit dem wir eine Vereinbarung treffen, oder der Versicherungsmakler. In jedem Fall wissen wir vorher, was die Leistung ist und was wir dafür bezahlen müssen. Ist die Leistung mangelhaft, geht es zu unabhängigen Gerichten und wir kümmern uns um die Problematik, die wird dann dort einem geregelten Verfahren zugeführt. Und nichts anderes passiert hier. Sie wissen von vornherein, was Sie das kostet. Sie wissen von vornherein, was meine Leistungen sind. Die Leistungen des Betreibers sind so, dass Ihre Zahlung in einem echten Gegenleistungsverhältnis steht. Das heißt, Sie müssen diesen Betrag zahlen. Ich habe einen Anspruch drauf, aber ich kann den Betrag nicht einseitig ändern. Auf der anderen Seite haben Sie einen Anspruch darauf, dass die versprochenen Leistungen, also etwa Sicherheit und eine gewisse Infrastruktur und ein Streitschlichtungssystem zur Verfügung stehen. Und wenn nicht, dann können Sie sozusagen die Steuern kürzen oder diese Zahlung, diesen Beitrag. Sie sind also nicht mehr Untertan, sondern Kunde. Und wir haben ein Gleichordnungsverhältnis, das heißt Leistung und Gegenleistung stehen im direkten Verhältnis. Die freie Privatstadt ist mithin keine Utopie, sondern vielmehr eine Geschäftsidee, die aus bekannten Elementen zusammengesetzt ist und einfach auf einen neuen Bereich übertragen wird. Wer dieser Gesellschaft vorsteht, wer die Eigentümer sind, ist für das Funktionieren des Modells völlig ohne Belang. Im Grunde schafft der Stadtbetreiber hier nur einen Rahmen, innerhalb dessen die Entstehung einer spontanen Ordnung nach Hayek möglich ist. Ist eine freie Privatstadt etwas für Sie? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Die Teilnahme ist freiwillig, die Teilnahmebedingungen sind vorher bekannt. Gute Ideen brauchen keinen Zwang.